Hallo Freunde der Sonne, ich bin Rhino on the Road und das ist der 57. Tag meiner Elektroweltreise von Deutschland nach Bangladesch. In der ersten Folge habt ihr gesehen, warum ich und mein Begleiter Vino noch gar nicht mit dem Elektromotorrad auf dem Weg nach Bangladesch sind, sondern mit unserem Van Ever in Portugal. Und in dieser Folge seht ihr alles, was zwischen Pombal und Lissabon passiert ist. Viel Spaß dabei! Tonight I'm going on a road trip, I'm packing my bags, I feel so good, I'm going to this place that's called love, where people speak from the abundance of heart. Diese Wut auf mich selbst, nicht besser aufgepasst zu haben, paart mit der Wut auf denjenigen, der mir das geklaut hat. So. 'Cause I'm gonna tell our speed limits. Scheiße. On the road to love, I saw a rhino. It would knock it up, so I hugged the Wouldn't have to go, wouldn't have to go. There's a rhino on the road. Kurzes Update aus Pombal. Seit gestern geht es mir nicht so gut. Ich habe mich erkältet in den kalten Nächten im Bus und habe mir jetzt eine Wohnung gemietet für 3 Tage. Ich dachte eigentlich, um dort auskurieren zu können. Ja, die haben aber leider auch keine Heizungen und jetzt habe ich heute mal den Feuerofen in der Küche angeschmissen und dann habe ich einen Anruf von der Vermieterin bekommen, dass die drunter unter dem Feuerplatz einen Boiler verbaut hatten, einen Gasboiler, und sie jetzt Angst hat, wenn ich viel Feuer mache, dass der explodiert. Deswegen kann ich jetzt auch kein Feuer machen. Zum Glück ist jetzt mein Mitbewohner gerade auf dem Weg in die Stadt und holt eine Gasheizung. Das Motorrad geht Stück für Stück weiter. Es ist viel Bastelei, seht selbst. Während Mario weiter an meinem Motorrad bastelt, versuche ich wieder fit zu werden. Und dafür gibt es auf jeden Fall schlimmere Orte. Ich bin gerade viel mit Vino am Strand und wir genießen das Meer. Trotzdem kann ich es kaum erwarten, jetzt endlich auf 2 Rädern unterwegs zu sein. Dafür muss ich aber erst eine Zukunft für den Van Forever finden. Sobald der Van verkauft ist und die Xperia fertig, sind wir reisestartklar. Doch dann kommt mal wieder alles anders als erwartet. Was ist passiert? Das Herzstück der Reise, der Generator, wurde geklaut.
ich weiß nicht, aus dem Bus raus. Ich dachte, ich habe immer abgesperrt, aber muss vor ein paar Tagen passiert sein. Da, wo er steht, stand meine Inline-Skates. Die habe ich das selbst hingestellt. Also, ich war schon mal im Bus, nachdem er geklaut wurde. Ich habe es das erste Mal nicht gecheckt. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Muss ich irgendwie einen neuen Generator ranbringen. Scheiße. Die Powerstation zum Laden vom Motorrad allein kostet 1000 Euro. Doch als ich Figara da Forsch dann wieder verlasse, fällt mir noch ein ganz anderes Problem auf. Hier in Portugal kann ich die auf jeden Fall nicht kaufen. Das heißt, ich muss sie in Deutschland kaufen und dann wieder irgendwie hierher schicken lassen. Wünscht mir Glück. Jetzt wollte ich doch gerade aufs Motorrad umsteigen. Ja, musste gucken. So, nachdem ich jetzt mal Inventar gemacht habe, bin ich wieder voll ich bin Faktmodus. Sie haben nicht nur die Powerstation und die Kabel, sondern auch den Helm und die Jacke mitgenommen. Helm und Jacke zusammen, das sind auch nochmal mindestens 1000 Euro, die ich noch nicht mal irgendwie hatte, sondern gesponsert bekommen habe. Und irgendwie nicht so richtig mir gehören, fühlt sich noch viel scheiße an. Und ja, noch irgendwas aus dem Deckelfach von meinem Rucksack, da weiß ich aber nicht, was drin war. Das ist wahrscheinlich die Solarladefunktion für so ein Handy, so eine kleine Powerbank hatte ich da noch, glaube ich, im Rucksack. Die haben den kompletten Rucksack durchgewühlt, auch unten aufgemacht, aber nichts rausgenommen. Also Zelt und Schlafsachen sind noch da. Juhu. Ja. Es ist jetzt 2 Tage her, dass meine Powerstation geklaut wurde. Es war ein sehr interessanter Tag gestern. So zu beobachten, wie die Gedanken und auch die Gefühle sich irgendwie so ein bisschen drehen. So diese Wut auf mich selbst, nicht besser aufgepasst zu haben, gepaart mit der Wut auf denjenigen, der mir das geklaut hat. So. Und dann kommt man irgendwie wieder so ein bisschen klar, regelt sein Shit und dann kommt so eine Emotion von Frust und Trauer und dann setzen wieder die Gedanken ein. Ja, ich glaube, jetzt habe ich mich so ein bisschen mehr gesettelt. Ich meine, Dinge kommen, Dinge gehen. Das ist Teil der Reise, dass ich mal was verliere, dass mal was geklaut wird. Trotzdem muss ich dementsprechend jetzt irgendwie meine Route ein bisschen anpassen, beziehungsweise meinen Plan, weil ich jetzt einen neuen Generator brauche. Das ist A nicht so leicht, B nicht so billig. Deswegen werde ich jetzt Mario noch mehr Zeit mit dem Motorrad geben, sodass er noch den Rahmen richtig verstärken kann. Und dann mit dem Motorrad, wenn Mario fertig ist, zurück nach Deutschland fahren. Nochmal 2 Monate dort arbeiten, um die Ausgaben wieder reinzuholen und dann die geplante Route über Osteuropa und die Ukraine nehmen Richtung Asien. Perfektes Timing. In diesem Sinne, magst du mal herkommen? Komm mal zu uns. In diesem Sinne denke ich mir immer, Leben passiert. Scheiße passiert. Aber irgendwie ist sie dann doch auch immer der Grund dafür, dass man entweder was anderes macht oder etwas anders macht. Und deswegen bin ich nach einem Tag emotionalem Auf und Ab schon wieder eigentlich ganz okay damit, dass es passiert ist, wie es passiert ist, weil
Ist zwar scheiße, aber es eröffnen sich neue und andere Wege und Möglichkeiten, die ich jetzt wahrnehmen kann. Jetzt machen wir mal noch ein bisschen Feuerholz. Wasser für die Nudeln kocht. Zucchini und Zwiebeln sind schon gebraten. Fleisch gibt's Essen. Nachdem ich Mario jetzt schon öfter erwähnt hat, wird es auch mal Zeit, ihn vorzustellen. Well, I'm Mario. I made bikes run on alcohol. I made bikes run on ethanol. I make bikes to do bike shows, cafe racers, shoppers, build them all, modify them all, modified exhaust, modified engines, racing engines, record horsepower 424. That's the fun stuff. I'm an artist, so one day I'm drawing, the other day I'm painting, the other day I'm making stuff out of clay. Die Arbeit an Motorrädern macht Mario eigentlich nur noch zum Spaß. Deren eigentliches Business ist ein Airbnb, wo sie auch Touren für Motorradbegeisterte anbieten. Every time a customer says like, "Oh guys, we want to rent bikes, but we also would like a guide," we are like, "Yes, let's go." Yeah. We adapt to what you like. If you want to drive all day, make 400, 500, 600 kilometers, fine, we'll adjust the tour for that. You want to go sightseeing on a bike, we'll adjust the tour. Off-road. You want to go off-road, soft off-road, high off-road, enduro, you choose, not us. We don't like to have, this is what we offer, this is what you have to take. No, what do you like to do? Yeah, you can get in contact with us through rapasaira.nl. That's our website. It's gonna be written somewhere down here. Down here. For my artwork, the best thing is to go through Instagram, because that's the most updated, and that's @mikakunst. Mit dem Motorrad im Van geht's weiter Richtung Süden. In der Nähe von Algesur habe ich Freunde in einem coolen Nature Retreat Projekt, die ich besuchen will und wo ich erstmal eine Weile bleiben möchte. Das ist eine interessante Brücke, sehr eng. Vielleicht könnt ihr sehen, da muss man schon echt aufpassen. Und dann hat man da aber auch einen ganz schönen Blick. Irgendwie im Gefängnis überall fährt der Zug. Ja, zum Glück gerade nicht, das ist ja ein bisschen gruselig. Macht Schienen über sich. So, jetzt bin ich nochmal in Figueira de Foz und mache jetzt mal eine Anzeige, was mir alles geklaut wurde, dass das wenigstens irgendwie in der Statistik auftaucht. Und vielleicht habe ich ja sogar Glück und es war einer der üblichen Verdächtigen und wurde schon erwischt. Ist mir schon mal passiert in Deutschland. Jetzt bin ich da gerade reingegangen, wollte die Anzeige machen und der Pförtner hat mich aber gebeten, im Auto zu warten und gesagt, er schickt jemanden runter. Ja, mal schauen, wann sie dann endlich da sind. Deswegen habe ich mir jetzt mal ein Frühstück gemacht. Chill ein bisschen mit Vino hier. 2 Stunden später habe ich 2 Zettel in der Hand für die Versicherung, welche ich nicht habe, und eine Auftragsnummer, falls ich jetzt online über einen dieser Artikel, die mir geklaut wurden, stolper, dann soll ich denen eine Mail schreiben und dann kümmern die sich drum. Wir hoffen das Beste. Mal gucken.
habe da mal eine Frage an die Biologie-Experten unter euch. Dieses Phänomen ist mir in Lissabon jetzt schon sehr häufig begegnet. Sieht erstmal aus wie viele Bäume. Und unten ist es dann aber ein fetter Wurzelblock, der mittig, aber hohl ist. Also die Frage, ein Baum, der sich teilt, oder mehrere Bäume, die zusammengewachsen sind. Jetzt ist es an der Zeit, sich einen geeigneten Spot zum Schlafen zu suchen. Der Platz hier direkt am Wasser gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich fahre noch ein bisschen mit Inline-Skates die Gegend ab, dass Vino sich auspowern kann und dann kriege ich auch schon Hunger. Zeit zum Essen. Obrigado. Das war ein recht aufregender Tag hier in Lissabon. Bin 2 Stunden durch die Stadt gelaufen, habe mir so ein paar schöne Dinge angeguckt, war auf der Christusstatue und jetzt bin ich hier am Strand, mache mir noch ein paar Jahre Raviolis und dann schaue ich mal, ob ich tatsächlich hier schlafen werde, weil da hinten am Ende des Stegs sind so eine Gruppe von doch ein bisschen suspekten Menschen. Ich habe eigentlich immer einen ganz guten Draht zu suspekten Menschen, aber die sind mir selbst ein bisschen zu suspekt, beziehungsweise das nicht unbedingt, aber zu viele. Mal schauen, vielleicht schlafe ich auch einfach hier. Vino habe ich natürlich dabei, der findet die auch super sympathisch. Haben aber 2 süße Hunde. Ja, schauen wir mal, was draus wird. Jetzt gibt es erstmal Raviolis, die sind auch schon fertig und schönen Abend. Ich habe mich dann dazu entschieden, hier auch zu schlafen. Gab zum Glück auch keine Probleme. Jetzt verlasse ich Lissabon und fahre weiter Richtung Süden. So, Freunde der Sonne, das war's auch schon wieder mit der 2. Folge. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, helft gerne dabei, dass es auch anderen Menschen gefallen kann. Und gerne bleibt noch dran. Ich habe wieder ein paar Worte vorbereitet fürs Ende. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß! Das Leben schmeißt mir Dinge in den Weg. Und manchmal sind es nicht nur Schlaglöcher oder stürmische Küstenwinde. Manchmal kommt jemand, tritt aus dem Schatten und reißt mir das Herz aus dem Werkzeugkasten. Mein Helm, die Powerstation, ohne die ich das Motorrad nicht laden kann, meine Motorradjacke und mein Vertrauen. Weg. Ich will schreien, abbrechen, alles hinschmeißen, aber genau in diesem Moment, in dem Moment der Ohnmacht, beginnt der wahre Weg. Nicht der geplante, glatte, gerade, sondern der echte, der wilde. Lissabon ein Zwischenziel, Richtung Süden der Plan, aber Pläne verändern sich. Manchmal leise,
manchmal mit Wucht. Und plötzlich geht's nicht. Und plötzlich geht's nicht mehr darum, wo es hingeht, sondern wie ich weitermache, wenn etwas fehlt. Ich habe jetzt weniger dabei, aber vielleicht trage ich seither mehr in mir. Mehr Klarheit darüber, worauf ich mich wirklich verlassen kann. Und mehr Ruhe, mit dem Unbekannten zu fahren und zu fließen, ohne ständig nach festen Wegen zu suchen. Vielleicht ist die eigentliche Richtung nicht Süden, sondern nach innen. Nicht immer einfach, aber echt.